Het is goed dat we hier van deze morgens waar we alle kunnen zijn. En zo vrede en vrij. Voor mij is dat een zeer grote zegen, wanneer we hier kunnen zo stad komen en gemeenschap hebben, alle taub. En ons in Gottes woord kijken, wat dat voor ons te zijn heeft. En daar ben ik zeer dankbaar voor dat we dat zo stad kunnen hebben. En ik hoop ook dat we alle worden dan denken dat we dat niet, dat het niet in alle landen zo goed en zo fijn kan hebben als we dat hier kunnen hebben. Ik wil met een gebed afhangen en dan willen we weer gaan. Ons grote God, ik zeg dankzij dat we hier van deze morgens waar ze dit aan kunnen komen. En ik vertrouw dat u, Heer Jezus, hier in onze midden bent. Dat u ons wordt geven wat ons fehlen deed. Onze harten, dat we die kunnen ophouden, zum horchen wat dien woord voor ons te zijn heeft. En zoals de schijne Lieder wat we gezongen hebben, en waar we zijn en wanneer we hier terug zijn en uithouden, wat de versen wat we worden zijn van de nog, wat van de schijne herrlichheid, dat voor ons recht staat. En dat is een grote vrede en ik bid van iedereen van ons, dat we dat allemaal worden en ons zijn hebben en dat we worden allemaal opchecken door dat wat u, Heer Jezus, voor ons gedaan hast. Den prijs wat u getold hast, dat we nu kunnen al hier in deze wereld zo'n vrede hebben en weten dat we worden die kinderen genannt. Daar ben ik zo dankbaar voor en ik vertrouw dat we ons alle dat tevreden. En ik dank en bid het in die naam, Heer Jezus. Amen. Ik heb me gewählt in Jakobusbrief, maar ik heb in een nieuwe gestudeerd en ik dacht ik wil mal een reden door aan. En voor mij is dat anders. Als de algemene, ik kan dat verstaan, maar ik glaube, het is zeer waardevol. En daar wil ik van jou een beetje van reden en zijn wou het alles schaffen deed. En wat God voor ons alle recht gemerkt heeft. En dan ben ik dan checken, dat zijn nu meest 2 jaar vandaan als deze virus aanvangen, dat we dat hier in Doonen en we niet ganz krijgen wanneer, maar dichtbij daarom is dat nu. Dat hebben verschillende dingen daarvan gehoord. En zijn over de krankheden en wat alle komen dat. En dan denk ik daaraan, er wordt veel van gereed. En wordt veel verschillende dingen worden gereed door Eva. En ik hoop dat we zo voorzichtig wat we reden doen. Wil de Bijbel dat ons zeer opmunterend doorhoudt. En nou wil ik dan denken aan Jakobus. Dat wordt van velen gezegd dat hij weer Jezus zijn halfbroeder. En daar wel we dat krijgen piloten. Maar ik las nog een beetje door en daar zijn gelijkenissen wat Jezus met hem had. Jezus, hij werd op den tempel opgenomen. En hij werd hem daar verzocht en willen zijn dat ze hem niet kunnen, maar doorkrijgen dat hij wordt wat anders leven. Maar hij deed niet, hij bleef staan. Jakobus, wat krijgt, dat is niet zeer klar beschreven, maar schijnbaar, hij en Jezus hadden wat dingen ziemlich overeen. En het laatste wat er weer, dan ook daar een gewisse gebied op een tempel. En dan hebben ze dan zo'n wand rondom. En dan door ben, door weer hij, en dan smijten ze hem dooraf, op de eerd op, omdat dat hij daar zal te dood komen. En dat passiert niet, dat hij weer de dood geslagen, maar dat hij weer afgevallen. Wat deden ze dan? Dan namen ze met stenen en verkleedden hem. En te goede laatst hadden ze zo'n club wat ze aandoen en kunnen een beetje zijn als een baseballclub wat we van jou gebruiken. Ik weet niet, krijg wat.
Aber dann haben sie eine verheftet, sie sind Kopf, was das Verstand der aller Rütjoch. Und dort wir sind eng von das Leben. Und kriegt ein Jahr, eins zu sein, wir bin 90 Jahre, als dort passieren wird. Aber dort weiß ich nicht, das wo ich dort bloß kriegt Tagloten. Aber wenn ich an dort denke, da, hey, das wo wir alle sein, weil wir den Brief lesen dann, und das sagt in den ersten Vers, in den ersten Kapitel, da sagt dort, er schreibt dort nur die 12 Stammen von das Volk Israel. Er hat mehr seine Mission, wie mehr macht das Judenvolk. Und das Judenvolk hat es nicht anders. Und wenn ich den Brief lesen darf, dann hört sich mir das so, hey, wir da, das haben wir so leid, als das im Alten Testament war. Weil ich glaube, er weiß, dass wir der Beste war, wo er sein Volk rechnen kann. Und sein, dass er dort im ersten Vers, sein, dass er dort war, dass er ist ein Knecht Gottes. Er nennt sich selbst nicht als Jesus sein Halbbruder. Er sagt, er ist ein Knecht Gottes und den Herrn Jesus Christus. Das, was er sich anerkannt hat. Und mir ist das interessant, wenn ich dort alle ein bisschen so durchlesen darf. Und wo scheint das aus? Aber dann ein bisschen zurückkicken von dem Tag, dann sehen wir, dass da sind verschiedene Dinge angegangen. Und ein Ding, wenn wir nur ankicken darf, für Sarah und mich, wir würden mal sagen, wir haben eine sehr feine Zeit gehabt. Uns hat es schön gegangen und wir sind gut wiedergekommen. Wir konnten nicht immer alle Dinge so tun, als wir die ersten. Wir mussten, some Dinge mussten wir ein bisschen ändern. Aber dort ist kein Trouble. Für uns war es nicht gewesen. Und wir haben es bloß gut gehabt. Wir können das nicht aus unserem Gott danken und preisen. Aber ich glaube auch sehr besonders, wenn wir kicken down noch leben, dass schwere Tiden durchgehen, ist sehr gut. Ich habe vielleicht nicht immer alle Krieg verstanden, aber ich persönlich mal zustehen, ich habe keinmal besser gelernt, als wenn ich die schwere Tiden gehen darf. Das ist eine Zeit, wenn ich das ganz stolzste verliere, wo ich ganz stolzste lernen darf, wenn das von ans Glauben reden wird. Und ich habe das auch mehrmals gesagt, aber ab Deutsch dann reden wir immer von Glauben und Glauben. Oder Glauben und Glauben, das ist verschieden. Aber wenn wir wissen wollen, dann muss ich mich fragen, wenn ich nicht betreiber verstehen kann, wenn ich glauben darf, wo kann ich wissen im Glauben? Aber wenn ich den Glauben verstehen darf, dann kann ich verstehen, dann kriege ich eine deepere Erkenntnis von Gott. Na, wenn ich durch schwere Tiden gehe, dort erst, wenn ich Gott oder Jesus viel besser kennenlerne, dann ist mir das sehr klar, dass ich im Glauben wissen kann. Und so kann ich auch alle. Das ist eine sehr schöne Zeit, wo wir uns da anlassen. Und so ist das nun für uns gewesen hier. Und so ist ich sage, dass für uns persönlich, wir sind es sehr fein gewesen. Aber ich kann sagen, das ist nicht das dort vor allem. Wenn ich kicke da nur Menschen, und ich weiß gut, wir haben hier schon auch so, aber wenn ich dann kicke da, Menschen haben nicht schaffen, aber sie brauchen Geld. Wo können sie das Eten von Scheiben, alle ihre Dinge betonen, was sie alle brauchen, wenn sie es nicht schaffen können? Für die Menschen ist das viel schwerer gewesen als für uns. Das kann ich sehr klar verstehen. Und mir jammert das über die. Und ich habe auch viel für die Menschen gebetet, dass wir, dass die wollen können trühen beständig bleiben. Das ist für mich sehr wichtig und ich vertraue, dass wir alle wollen treu bleiben. Und wir wollen sein, wo wir noch ein bisschen wiedergehen, wo wir sein, was Jakobus zu sagen hat, von dem, was treu bleiben.
Aber ich denke dann an Römer 13, Vers 5. Und hat sagt, das ist das, ich wurde die nicht verloren, das ist das letzte Part von der 5. Vers. Und ich wurde die nicht, sagt er, ich wurde die nicht verloren und nicht stark loten. Wenn wir kicken dann, wenn Gott das sagt, er sagt das, glaube ich, zu das Volk Israel, aber von der sagt er das zu uns. Ich habe uns da alle abvertrauen, dass Gott uns niemals was im Stärk lassen. Das sind Tiden, dann fallen wir uns vielleicht so, dass Gott hört unsere Gebete durch. Aber dort er kriegt dort auch, dass er will unseren Glauben proben. Und er will sein, wo wir uns stehen dann mit das alle. Und ich will uns Mut sprechen, weil wir uns ab dort vertrauen, was Gott gesagt hat. Und er wird es tun. Und so ich all gesagt habe, wir können dort verstehen, dass ich all mitteilen von Jakobus sein Eng und seine Botschaft, er wir in Jerusalem, er da in der Kirche, was die erste Kirche, was da wir, was da wird abgestellt von den Christen, nur Jesus in den Himmel fahren. Und da wir heute leidende Prediger. Und so ich das loten dat, wenn ich kijk ein bisschen am Martyrerspiel, dann ist Jakobus der 5., was da wird sich dort ausgemerkt. Da werden jämmerlich verfolgt. Das Judenvolk, dort wir sehen gehen, wann wird von Jesus gelehrt. Und Jakobus steht dort, und even though when hij ook probeerde nur das Alte Testament zu gehen, aber die werden sehr gern angehen. Und dann, da wird wir viel von reden können. Aber ich vertraue, dass wir wollen alle können truen, beständig bleiben und Pferdeweg gehen. Und ich bekickt mir die Versen, und der erste Verse, wo ich brücken uit Kapitel 1, und der Vers 12. Und da sagt er, das ist das. Selig ist der Mann, der nicht versagt, wenn er versucht wird, und uithält, wenn ihm auf eine Probe gestellt wird, wenn er die Probe bestanden hat. Nu wollen wir hören, was er sagt, was er dann hat sagt, wenn er die Probe bestanden hat, wird ihm die Lebenskroon gereicht worden, die der Herr denjenigen zusprach, denjenigen versprochen hat, die am Gott ist. Kann wir was Besseres wünschen? Wir wissen gar nicht, was das wird sein. Aber das ist ein Versprechen, was für uns im Himmel liegen wird. Das sagt da, uns ist eine Krone reingelacht. Und ich stelle mir dann vor, und wo wird das sein für uns? Weil wir hier nicht sind, beständig gewesen. Und wir haben ausgeholt, wie sind Pferdeweg gegangen. Und dann mit einmal, nicht ans Zeit hier, dann sagt Jesus, komm nach Hause. Dann wollen wir uns feststellen, weil wir hier sind, in einem treu gewesen, haben ihn angenommen als unseren Herrn und Erlöser. Und dann hat er da steht, mit der wunderschönen Krone und der Hieren absaat. Kann ich Ihnen feststellen, was dort wird für eine Freude und eine Herrlichkeit sein? Das ist, was Jakobus sagt, was passiert wird, und das mit den Schriftstellen, der dort
dat immer ware wiesen, dat het zo staat wat zijn. En ik wil ons moet spreken, dat we willen trouw zijn en het woord Gottes nemen en dat laten te ons reden en horchen wat dat te zijn heeft. Aber da ist auch noch mehr dabei. Wir hier merken, dat wordt gezegd, voor einmal bekeerd, voor einmal bekeerd. En dat blijf ik ganz überzeugt. Aber das ist eine Ändernis. Wir gingen erst, und als Mennoniten, wir werden gelehrt, wir mussten das tun und das tun und das tun. Und dann hoffen wir, wenn wir genug Gutes tun können, dann wird wir noch mal die Seligkeit kriegen. Das kriegt anders. Die Seligkeit, unsere Errettung ist frei. Die wird uns aus Gnaden geschenkt durch Jesus Christus. Aber dann sage ich, dass nu lebt für dort. Nu sind wir Gott seine Kinder. Und Gott will haben, dass sein Evangelium soll wiedergebracht werden. Dass das soll Menschen sollen dort kennenlernen, die sollen dort verstehen, die sollen dort weiten. Und wenn wir nur dort checken, dann haben wir eine neue Gelegenheit. Und Gott ist ein Gott, und wenn wir kicken, den Preis, was er tun wird, für die Menschen, dass die können gerettet sein. Dort ist Gott sein Sein, weil er hat uns Menschen in sein Ebenbild gemacht. Und nu will er haben, dass wir sollen am Leben, wir sollen am Gehorsam sein, und die Sinn hat die Welt verdorben, die hat uns von Gott weggetragen. Aber durch Jesus können wir wieder zurückkommen und wir wurden seine Kinder genannt. Und nu will er haben, dass das soll wiedergehen. Und da will er mich in Jün brücken, um das Evangelium wieder drehen. Und ich glaube, das ist, wo Jakobus von schreiben hat. Und er geht wieder, und es ist sehr interessant, wo er den Brief aufhängen hat und wo er wiedergehen hat. Und da, wo wir kicken im 9. Vers, dann sagt Jesus das, und da will ich uns ein bisschen aufmerksam machen, was der Vers zu sagen hat. Dann sagt Jesus das, meine Brüder, meine liebe Brüder, seid schwen bei der Sache zum Horchen. Und da, wo wir kicken was horchen wir? Dann wollen wir uns selbst unsicher, was horchen wir? Horchen wir nur das, was hier zu sein ist? Oder horchen wir nur dort, was in der Welt rumgeht? Und da wollte ich noch mit mehr von reden. Oder wo steht es mit uns? Das sind die zwei Dinge, die sehr wichtig sind. Nur Jesus horchen, was heute uns sein wird, oder zu horchen, was uns in der Welt rumgeht. Und wann wir wieder drehen? Du hast al veel gedacht in dieser Zeit. Wo ist wieder das tollste beneidigt was wir hören? Wenn wir von Jesus hören und wenn Menschen sich bekehrt haben, sind wir beschäftigt, dort wieder zu drehen, wo das Wort uns lehren wird. Oder weil wir irgendwas hören und von der Tag haben wir Facebook und so verschiedene Menschen, die posten alle Sorten. Und da geht so gründlich viel an. Und wohnt horch wie. Und Jakobus sagt, wir sollen schwind sein zum Horchen. Aber wenn wir checken, was er wieder sagt, dann sagt er, leicht Gott. Hörst du mal, das ist ein sehr wichtiges Wort, leicht Gott. Nu will wir abpassen, dann sagt das, du sagst das, eier je reden. Was tun wir? Ich persönlich, ich kann mich noch nicht rausheben, das so sehr leicht, wenn ich was hören darf,
dann schwindereit sind, um den Nächsten dort vertalen, und ich weiß vielleicht nicht mal, was das Wort ist, was ich wieder drehen darf. Aber das Wort, dort ist die Wahrheit, dort weiß wir. Terwijl zij wie schwinderij hem wieder vertalen. Zij wie schwinderij hem dort sein, wat de Herr für uns gedaan heeft. Oder hem al die verschiedene van die dingen wat in de wereld vergaan en veel wat gereed, wat niet mal de waarheid is. En ik wil ons opmunteren van de ganz op eerens. Waar we dit doen wat Jacobus ons zei dat. Überlag Gott je reden en wordt niet leichtdal. Dat is het laatste poort. En wordt niet leichtdal. En dat is schijnbaar van de dag zo, waar we dan een beetje horchen, waar dat aangaan dat. Oh, dan zijn mensen zo leicht, zo versteld over onze regering, versteld over de kerk. En verschiedene dingen. En dat is dan niet zo. En dat schijnt zo, van de mensheid van der zo eingesteld is. Ik heb mijn recht. En du wirst mir nicht verzeihen, was ich tun soll. Dat meint, wenn wir uns nicht von unserer Regierung oder irgend an sich Predigers wollen lehren lassen, dann werden wir uns auch von Gott lehren lassen. Weil Gott hat das so angestellt, und wir können genug davon lesen, dass Gott die Regierung hat angesagt, uns zum Guten und so auch all das andere. Und wenn ich nicht bereit bin, um nur das horchen, ich glaube, wel nur das horchen, was der andere wäre am das, das sage ich, dann will ich auch nicht nur Gott horchen. Und Jakobus steht da sehr verworren. Und dann im 26. Vers in den 1. Kapitel, dann sagt er, und wenn wer meint, dass Gott dient, heißt, was sagt. Wenn wer meint, dass Gott dient. Wir können uns als Christen angeben, wir können verschiedene Dinge tun, wir können hier so Stadt von der Top kommen und das sei ein Fan. Und das ist, was wir woran? Zum Gott dienen oder zum Mut mit mir. Aber er sagt hier, wenn du wer meint, dass Gott dient, nicht heißt, was er sagt. Hier ist ein sehr wichtiger Punkt. In dem 3. Kapitel, wo ich noch ein bisschen mehr davon reden, was Jakobus zu sagen hat. Dann sagt er, in kann seine Tongue, das kleine Ding hier, was ich nicht gerade sprach, zu reden, aber nicht im Taum holen. Weil wir nicht abpassen, was wir denken, und was wir reden tun. Und ich hole das kleine Ding nicht im Taum. Dann sagt er wieder, der schmerzt sich an. Und so ein Mensch sein Gottesdienst ist vergebens. Ist das nicht ein wichtiger Vers? Haben wir uns das mal bedacht? Oder wollen wir uns das bedenken? Und ich habe für mich alle Nacht mit das geschafft. Ich gehe her, dass ich ein wahrer geborener Christ, ein Kind Gottes. Und wenn ich das Ding nicht kann im Taum holen, und dann, dass ich erst sehe, wo vor Gott komme, und es steht sein, dass Jesus da steht und hat die Krone reit für mich, dann, dass ich von der war am 25. Kapitel in Matthäus lesen darf, und dann Jesus sagt, Gott von mir je verfluchte. Haben uns doch mal festgestellt, wo grülich sei wie uns wollen ausschmerzen. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, ganz ab ernst wichtig, dass wir abpassen dann als Christen, wo wir uns verholen, was wir reden dann. Hey, und ich kann mir ein klein bisschen feststellen, wenn ich denke an Jakobus seine Zeit. Und wir können lesen,
van wat de israelitische volk, de Juden, te Jezus deden. En dan de apostelen, dat weer zo'n zeer grote vervolging. En die mensen moesten zo kämmerlich ihr Leben abgeben, dafür dat zij aan Jezus geloven deden. Ik geloof, hij wist van wat hij reden deed. En zoals ik al zei, deed wat ze zeiden dan, en dat zo is, dat zijn engel staat af, dan heeft hij een zeer treurig ingehoord. Voor mij is dat dan wichtig, dat we dan kijken dan, waar we wieder gaan dan. En zoals ik al zei, in de 26e vers, ik geloof dat ze zeer wichtig punt ben, waar we moeten aan denken. Zie en dan dat am 27. vers, dat een klein beetje checken, wat onze arbeid zal zijn, met wat we bewijzen kunnen, dat we werkelijk in geloven hebben en dat we op den stonden kunnen. Dan zegt het door de wijzen in witvrus, in ihre nood bezeken, en zich van de wereld reinhouden. Dat is een reine en echte godsdienst voor God, den Vader. En ik kon veel meer versen, zo'n fijne versen daarbij brukken, maar de tijd reikt ons niet toe dat ik dat alle kan doen. Maar ik wil nu nog een klein beetje reden uit Jakobus 13. En dan zegt hij in de eerste paar versen, wanneer hij door reden deed, daar redt hij van, dat we zullen ons niet alle doen zijn, dat we wel een dienst zijn. En ik wil die proberen te lezen, dat vielleicht kunnen we dat dan beter verstaan. Hij zegt, drink u niet ernaar, leraar te worden, mijn broeder. Denk eraan, wie leraar worden strenger van God veroordeeld worden. Daar heb ik al vaker aan gedacht. En ik denk dan aan wat God moet Ezekiel zijn deed. Dan zei ze steeds, zegt hij, du zoals kunnen zoals de mensen dat zijn. En ik kan een klein beetje verstaan, wanneer ik hier sta en wel te gaan, zo'n strenge wederheden, dat gaat me niet schijn. Maar dan zegt God, zo staat te onze predikers, du zoals de mensen dat zijn, en wanneer du dat niet wirst zijn, dan wil ik die verantwoordelijk houden. Hebben we daar maar gedacht, wat onze leiders voor een verantwoording hebben? Want die moeten verantwoordelijk zijn voor die zinden, wat de mensen niet weten. Maar dat is wat de Bijbel zegt. En Jakobus brukt dat hier. En viele mensen, die worden zeer gleichen, want zij kunnen daar zijn. En dan kunnen zij vielleicht meer Kontrolle haben. Dan zegt, wir laten ons alle verschiedene zu Schulden kommen. Wer an all seine Reden nichts Schlechtes sagt, ist ein vollkommener Mann und kann seinen ganzen Körper beherrschen. Nou, dat is zeer wichtig, waar we naar dat alle kijken dan, wo eerst dat alle is. Dan ik wil ons plus moeten spreken. Ik doe hier geen minuut hebben. Ik bid om en had veel om gebed en vertrouw dat ik hier niet wil zo reden dat ik wil punktwijzen of irgendwem. No, op keine wijze, ik wil ons opmunteren. En jeder einer moet een wohl merken. En die Entscheidung heeft God gemerkt, dat we mensen wählen kunnen, wat we willen doen, wem we willen gehoorzaam zijn. En dat is mijn verlangen van jou, dat ik ons kan opmunteren, dat we worden God trouw zijn. En niet naar ons kijken. En wanneer dat is, een geringe arbeid irgendwo doen, en we kunnen dat voor onze Herren doen, dan wil ik dat gaan, dan wil we dat doen. En dan gaat hij weer en dan zegt hij, en denkt, daar redt hij van een Piet optimen, en hij redt van Scheep, waar hij daar met een kleine rode regeren doen,
en wat van een grote schip, en wat van sterke wind die drijven dat. En waar we dan kijken doen, en ik geloof, je kan vielleicht alle in Taum in gebed. En ik kan in mijn jaren thuis, ik kan een beetje zijn, en er zijn Pied, die moesten ze doel nemen, om den Taum abzusagen. En ik geloof, einstens so sehr wie Menschen. Zum Ansloten beherrschen, wir wollen das, und ich weiß, wir hatten einmal einen geliehen Müller, wenn wir den zum Morgens abteimen deuten, und ich wir dann noch mal klein, den mussten sie den Tag über abgeteimt lassen. Am nächsten Tag, den würden sie nicht noch einmal abteimen. Das meinte so, no, das wollte ich nicht tun, oder wollte ich nicht lassen. Und das, wo er hier im Bett von reden hat, er sagt, das, wenn ihr einen Taum hast, und dort weit wie, weil wir dort haben und einen Piet anhaben, dann muss das Piet sich hergeben zu uns. Dann haben wir Kontrolle. Das, was Jakobus hier braucht zum Wiesen, waren, wie manchen die schwere Tiden gehen. Und dann sage ich das von der Schab. Und ich weiß ja nicht alle große Schäbe, das kann ich gar nicht. Aber ich kann da niedriger sein und ich kann noch eben mit an so eine geschafft. Das ist wirklich ein ganz kleines Ding, in schmal. Und dann, wenn das hier hängen, wie im Schab so steht, und das fortfängt gleich, aber dann drehen sie dort mit einmal ein bisschen so steht, dann dreht das große Ding. Ich bin verken mit gefahren auf Pili Island. Und dann das ein klein bisschen drehen, dann dreht das große Ding sich so steht ran, weil das ganz angewangen hat. Dann drehen sie das Trägen nach vorne, das war gleich. Er sagt, so ist das mit uns. So ist das mit uns Glauben. Und dort braucht er zum uns wiesen, wo treu wir sollen sein, und was er tut, das ist die Tongue. Was er bewiesen hat von der Tongue. Und wo leicht, und ich weiß, dass wir denken erst, und dann geht es nur die Tongue, und dann geht es raus. Und wenn das Wort ist, aus an mein Mehl beten ist, und nicht tun, das haben wir keinmal mehr zurückkriegen. Weil wir abpassen, was wir sagen, und dass es nicht rührt geht, dann haben wir die Macht über. Kriegst du ein Piet, was wir abgeteimt haben. Aber weil wir die Zunge dort geschloten rühren, dann hat keiner mehr die Macht über dort. Dann ist das da. Dann sage ich dann dort erst, es ein kleines Vier, wenn wieder geht. Und dann, weil wir da nur kicken, dann, wir sehen dort, wie viel Ferken große Fläche Wald, Tausende Acker, mit einem kleinen Vier eingesteckt worden. Und das für mich ist sehr wichtig, dass wir da noch abpassen. Und das will ich uns total abmuntern. Und wenn wir da wieder gehen und dann checken, und dann im 6. Vers, der 5. Vers, und da mehr stehen, dann sagt Jesus im 6. Vers, dann sagt er, in der Zunge ist ein kleiner, als ein Vier. In der Zunge ist ein eingerechtes Glatt, mank an die Glieder. Das hört sich mit traurig, weil das ist alle da. Aber wenn wir uns von jetzt regieren lassen, dann ist es nicht so dort. Wenn der Heilige jetzt unsere Zunge regieren kann, dann redet er da Gott von. Er geht wieder und er sagt, was wir tun. Dann sagt er in den 9. Vers, und mit der Zunge loben wir Gott, den Vater, und mit der Zunge pflegt wir die Menschen, die nur Gott sein Bild geschaffen sind. Und wenn ich mir dort feststelle, wo das schaffen wird und wo das alles ist, und ich dachte an, wo Ferken, satt wir aus einer Gruppe, irgendwo spazieren, und dann mit einmal haben wir da vielleicht verschiedene Vertal und schampern vielleicht noch über einen anderen oder haben schlechte Dinge zu reden über einen anderen. Dann mit einmal, da wird euer gekriegt und ist Zeit zum Eten, und dann gehen wir da im Gebet und dann beten wir dort zu Gott und danken dort für das Eten. Wenn sie schwindes wir dort zu tun haben, dann geht der Vertal wieder. Als dort, wo Jakobus von reden wird.
En ik mocht Hieren dat we worden voorzichtig zijn. En dat is eigenlijk Petrus, en dat is tijd dat we abhören. Maar Petrus zegt dan zo steht in 1. Petrus 3, vers 10 en 12, dan zegt dat wils, wer door leven en goede deel zijn wil, moet over zijn tong herrschen, dat die niet slechte redt, en Doonen zijn, dat niet slechte over zijn tong komt. En dan gaat wieder, en dan zegt en die moet van schlechtem wegblijven en goede tonen. Hij zal vrede zoeken en den zijnen te houden. Het wijst alle bloos te gaan dat ons verlangen zal zijn dat wij worden naar vrede zoeken. Dat wij worden wel een goede tonen. Dan zegt het wil Gott heeft, we hebben deze vers zeer harken wat hij zei. Wil Gott heeft zijn oren op over de gerechte en zijn oren hieren ihre gebeden. Gott heeft zijn zich over jeden die gezegd, die dat slechte doen. Dat is wat Petrus zei. En Petrus nog veel te reden en ik wil nog een deel te reden gaan. Maar hier wil ik abhören en wil we nog sluiten met gebed. En dan wens ik dat die daarvan met wiedergaan en ook ik, dat we worden zeer oppassen van hier aan, wat we reden en niet nur dort alle horchen, wat er alle gezegd wordt. Als dat goed overleggen, als dat goed wordt het nächsten abhören oder wordt hem dat doel brengen. Ik glaube, het zeer wichtig dat we dat in onze harten nemen en dat bekijken doen. En dat is mijn gebed voor ons allen. Voor dem Himmel, ik zei nog einmal wat Dankschein für das schöne Wort, was du uns gegeben hast. So ein wunderschöner Ungerecht, als wir haben, und dort wir können fairer Weg gehen. Und ich sage dir Dankschein dafür. Und ich danke, dass du Herr bist, und dass du abchecken hast, was wir tun. Und dann ist mein Gebet, dass uns Verlangen alle wird sein, dass wir wollen die nur folgen, und gehorsam sein und Gute tun, so dass du uns dort für gesagt hast. Und ich danke dir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.